93, 1 und 2. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Und mit deinem Geist. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, die Sie heute Abend im Gottesdienst miterleben. Christus sagte damals am Gründonnerstag, mit großer Sehnsucht habe ich danach verlangt, dieses Ostermahl mit euch zu feiern. Er wusste, wenn er nun in die heilige Stadt eingezogen war, am vergangenen Palmensonntag, dass ihn dort nicht große Freude erleben darf, sondern er wusste, es geht zu meinem Ende, hier werde ich sterben. Und so sagte er noch einmal, dieses Brot, das ich euch dann geben werde, in jener Nacht des Gründonnerstags, ist die Speise für das ewige Leben. Nur dies eine trage ich euch auf, bleibet in meiner Liebe. Empfangt mich immer wieder, dann wohne ich in euch und kann euch den Frieden bringen, den Frieden für die Welt. Er ist der Heiland, der das Brot des Lebens uns schenken will. Wir wissen aber auch, wie er weitergegangen ist in jene furchtbare Nacht hinein des Karfreitages. Und so dürfen wir auch nach der Heiligen Messe hier ihn anbeten in der Gestalt des Brotes, dass wir mit ihm wachen und beten. So wollen wir nun den Herrn, unseren Heiland, im Kyrie anrufen, der bei uns bleibt, der uns das ewige Leben im Brot des Lebens schenken möchte.
erbarme sich der allmächtige Gott. Er lasse uns unsere Sünden nach und schenke uns allen das ewige Leben. Amen. Zum Gloria singen wir nun 816, 1 und 2. Die Orgel wird noch spielen, danach wird dann die Orgel erst wieder festlichen Gottesdienst der Osternacht dann mit uns singen. Und jetzt werden noch einmal die Glocken läuten, die Glocken, die auch zeigen, er ist in unserer Mitte, der Heiland, das Brot des Lebens. Lasset uns beten, allmächtiger, ewiger Gott, am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des neuen und ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir aus diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Nach der Lesung singen wir 460, 1 bis 3. Lesung aus dem Buch Exodus. In jenen Tagen sprach der Herr zu Mose und Aaron im Land Ägypten: Dieser Monat soll die Reihe eurer Monate eröffnen. Er soll euch als der erste unter den Monaten des Jahres gelten, sagt der ganzen Gemeinde Israel. Am 10. dieses Monats soll jeder ein Lamm für seine Familie holen, ein Lamm für jedes Haus. Ist die Hausgemeinschaft für ein Lamm zu klein, so nehme er es zusammen mit dem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten wohnt, nach der Anzahl der Personen. Bei der Aufteilung des Lammes müsst ihr berücksichtigen, wie viel der Einzelne essen kann.
Nur ein fehlerfreies, männliches, einjähriges Lamm darf es sein, das Junge eines Schafes oder einer Ziege müsst ihr nehmen. Ihr sollt es bis zum 14. Tag dieses Monats aufbewahren. In der Abenddämmerung soll die ganze versammelte Gemeinde Israel es schlachten. Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die beiden Türpforten und den Türstutz an den Häusern, in denen man es essen will. Noch in der gleichen Nacht soll man das Fleisch essen. Über dem Feuer gebraten und zusammen mit ungesäuertem Brot und Bitterkräutern soll man es essen. So aber sollt ihr es essen. Eure Hüften gegürtelt, Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand. Esst es hastig. Es ist ein Pescha für den Herrn, das heißt der Vorübergang des Herrn. In dieser Nacht gehe ich durch das Land Ägypten und erschlage im Land Ägypten jede erste Geburt bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich der Herr. Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, soll für euch ein Zeichen sein. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und das vernichtende Unheil wird euch nicht treffen, wenn ich das Land Ägypten schlage. Diesen Tag sollt ihr das Gedenktag begehen. Feiert ihn als Fest für den Herrn. Für eure kommenden Generationen wird es eine ewige Satzung sein, das Fest zu feiern. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. 460. Wer leben will wie Gott auf dieser Erde, wer leben will wie Gott auf dieser Erde, muss sterben wie ein Weizenkorn, muss sterben, um zu leben, muss sterben, um zu leben. Er geht den Weg, den alle Dinge gehen. Er geht den Weg, den alle Dinge gehen. Er trägt das Los, er geht den Weg, er geht ihm bis zum Ende. Er geht ihm bis zum Ende. Den gleichen Weg ist unser Gott gegangen. Den gleichen Weg ist unser Gott gegangen. Und so ist er für dich und mich das Leben selbst geworden. Das Leben selbst geworden. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Dies ist mein Gebot, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Halleluja, Halleluja,
Halleluja. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da er die Seinen liebte, die in der Welt waren, liebte er sie bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn auszuliefern. Jesus, der wusste, dass ihn der Vater alles in die Hand gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus sagte zu ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn ausliefern würde. Darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, seinen Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, liebe Kinder, liebe Jugendliche. Wir feiern heute den Gründonnerstag. Mit dem Palmsonntag und dem feierlichen Einzug Jesu in Jerusalem haben wir diese Karwoche begonnen. Heute schon ist Gründonnerstag. Was bedeutet für uns Gründonnerstag? Gründonnerstag, wie wir vielleicht wissen, hat nichts mit der Farbe grün zu tun. Das wäre zu einfach. Es kommt von dem mittelhochdeutschen Wort greinen und hat die Bedeutung weinen. Weinen, weil wir uns daran erinnern, dass Jesus an
Gründonnerstag Abschied mit seinen Jüngern gefeiert hat. Und wir lesen im Johannes-Evangelium, Kapitel 13. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüber zu gehen. Da er die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Er hat gemerkt, dass seine Lebenszeit auf dieser Erde zu Ende geht, dass die Gemeinschaft, die er mit seinen Jüngern gepflegt hat, bald vorbei sein wird. Allerdings ist der Gründonnerstag nicht nur der Tag des Weinens. Er ist der Gedenktag des letzten Abendmahls. Heute erinnern wir uns, wie Jesus das jüdische Pascha in das neue testamentliche Pascha verwandelt hat. Und das jüdische Paschafest war in der Tat eine gemeinsame Feier zweier alter Erntedankfeier. Die Nachkommen Abel, die Hirten waren, führten ihre Schafe von den Winterweiden zu den Sommerweiden, nachdem sie Gott ein Lamm geopfert hatten. So nannten diese Feier das Übergehen. Andererseits veranstalteten die Nachkommen Abel oder Kains, die Bauern waren, ein Erntedankfest namens Masot, bei dem sie Gott ungesäuertes Brot als Dankesacht anboten. Und das Paschafest der Israeliten war eine harmonische Kombination dieser beiden alten Dankesfeste, die jährlich von allen Israeliten gefeiert wurden, um Gott für die wundersame Befreiung ihrer Vorfahren aus Ägypten und ihren Auszug aus der Sklaverei in das gelobte Land zu danken. In der Nacht der Verrats und der Verhaftung Jesu nahm er sein letztes Abendmahl mit seinen Jüngern ein. Und dies war der Zeitpunkt, an dem Jesus das einführte, was wir heute als Abendmahl feiern. Nach dem Abendessen wusch er selbst seinen Jüngern die Füße und trocknete ihnen die Füße mit einem Leinentuch. Das kennen wir. Jesus gab seinen Jüngern in seiner letzten Nacht auf Erden bedeutende und sehr wichtigste Lehren auf dem Weg. Ja, liebe Schwestern und Brüder, ein Festmahl, ein Freudenmahl. Also hier keine Spur von Weinen. Im Gegenteil, Jesus beendet das, was er in seinem Leben schon begonnen hat. Seine Hingabe an den Menschen, an uns Menschen und seine Hingabe an uns. Wenn wir aber an die Worte Jesu zurückdenken, die er beim letzten Abendmahl zu seinen Jüngern sagte, tut dies zu meinem Gedächtnis, dann bin ich mitten unter euch.
Mit diesen Worten setzt er ein Zeichen seiner bleibenden Gegenwart und eines neuen Bundes mit uns, mit Gott. Wenn wir als Gemeinschaft, als Kirche nicht nur an Gründonnerstag, sondern auch an den Sohn- und Feiertagen und nahezu an jeden Tag unsere heiligen Messe feiern, dann glauben wir, dass Jesus in unserer Mitte ist, dass er diese Gemeinschaft, diese Kirche ermöglicht und dass er bleibend mit uns auf den Weg ist. Auch in dieser schwierigen Zeit der Corona-Pandemie, in der wir uns gerade befinden, ist Jesus immer in unserer Mitte und begleitet und bestärkt uns. Er ist mit uns, kein Grund zu weinen, sondern fröhlich zu sein. Mit Gedanken beginnen wir diese großen 3 Tage. Gründonnerstag, morgen Karfreitag und Osternacht. Lasst uns besinnlich und mit Freude, aber auch mit Liebe diese Tage feiern, miteinander beten, besonders für unsere Kranken und Schwerkranken, aber auch für unsere lieben Verstorbenen. Amen. Wir beten nun das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, Unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr unser Gott, du bist mitten unter uns. Du sagst uns, begreift ihr, was ich für euch getan habe. So wollen wir dir nun unsere Fürbitten vortragen, die Kinder aufgeschrieben haben. Lieber Gott, gib den Menschen, die wir lieben und die uns nahe sind, Gesundheit und Kraft in dieser schwierigen Zeit. Wir denken besonders an unsere Großeltern, Nachbarn und Freunde, die wir im Moment nicht persönlich treffen können. Hilf ihnen in dieser Zeit und zeige ihnen, dass sie nicht alleine sind und du sie mit deiner Liebe trägst. Gott unser Vater, Wir bitten dich, erhöre uns. wir bitten für die Kinder, die in Familien leben, wo es auch schon vor der Corona-Krise Leid und Sorgen gab. Halte deine schützende Hand über sie und schicke ihnen Menschen, die trotz der notwendigen Distanz ihre Ängste erkennen und ihnen zur Seite stehen. Gott unser Vater, Wir bitten dich, erhöre uns. wir bitten dich für die älteren Menschen, die jetzt einsam zu Hause ausharren müssen.
jenen Menschen, die ihnen kleine Freuden bereiten und ein Lächeln schenken. Hilf ihnen durch diese trostlose Zeit, damit wir alle zusammen nach der Krise das Leben wieder feiern können. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. guter Gott, schütze unsere Herzen, damit sie stark bleiben, auch wenn andere sie verletzen. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. wir beten für unsere Kranken und Schwerkranken, die an Coronaviren infiziert sind, aber auch unsere Kranken zu Hause sind, in Krankenhäusern sind. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. wir beten für unsere lieben Verstorbenen aus unseren Familien und Gemeinden. Besonders beten wir heute für die Verstorbenen, Eheleute Bernhard und Helena Budlager und Sohn Lukas, Eheleute Klaus und Margrethe Korte, Bernhard Meiners, Reinhard und Maria Lindemann und Sohn Theo, Lukas und Angela Janssen und Dr. Thea, Anna und Albert Woodward, Alwin Plagenborg, Eheleute Anton und Maria Eiting, Dr. Leni, Schwiegersohn Johann Rulander, Thekla und William Eiting und deren Angehörigen, Heinrich und Angela Janssen und deren Kinder und Enkel Klaus und Hermann, Eheleute Gerhard und Maria Bicker und Schwiegersohn Heinz. Herr, gib ihnen und allen Verstorbenen die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in Frieden. Amen. Zur Gabenbereitung singen wir nun 282 alle Strophen beim letzten Abendmahle. Beim letzten Abendmahle, die Nacht vor seinem Tod, nahm Jesus in dem Saale Gott dankend Wein und Brot. Dem sprach er, trinket, esset, das ist mein Fleisch, mein Blut, damit ihr nie vergesset, was meine Liebe tut. Dann ging er hin zu sterben aus liebevollem Sinn, gab Heil uns zu erwerben, sich selbst zum Opfer hin. O lasst uns ihm ein Leben von jeder Sünde rein, ein Herz ihm ganz ergeben, Zum Dankesopfer Wein. Lasset uns beten. Herr unser Gott, gib dir, dass wir das Geheimnis des Altares ehrfürchtig feiern, denn so oft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, vollzieht sich an uns das Werk der Erlösung. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie beim Herrn.
Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist würdig und recht. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken und dich zu loben und zu preisen. Denn du hast deinen einzigen Sohn in die Welt gesandt, damit er uns rettet. Als der wahre und ewige Hohepriester hat er die Feier eines immerwährenden Opfers gestiftet. Er hat sich selber als Opfergabe dargebracht für das Heil der Welt und uns geboten, dass auch wir diese Gabe darbringen zu seinem Gedächtnis. Er stärkt uns, wenn wir seinen Leib empfangen, den er für uns geopfert hat. Er heiligt uns, wenn wir sein Blut trinken, das er für uns vergossen hat. Darum preisen wir mit den Engeln und Erzengeln, den Thronen und Mächten und mit all den Scharen des himmlischen Heeres den Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. (199) Heilig ist Gott in Herrlichkeit. 199. Heilig ist Gott in Herrlichkeit, sein Ruhm erfüllt die Himmel weit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Preis ihm, der kommt in unsere Zeit. Lob singet, jubelt ihm Hosanna. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang. Darum kommen wir heute am Gründonnerstag und feiern die Einsetzung des Abendmahles. Darum bitten wir dich nun, allmächtiger Gott, heilige diese Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir,
bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir nun das Gedächtnis deines geliebten Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern, mit dem heiligen Josef und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihren Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Franz Josef und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, die ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich über unsere verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers gehorsam und getreu seiner Weisung wagen wir zu sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden uns in deiner Kirche. Bewahre uns vor Verwirrung und Sünde und schenke uns und der Welt deinen Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Und mit deinem Geist. Zum Agnus Dei singen wir nun 367, Jesus, dir leb ich. 367. Jesus, dir lieb ich, Jesus, dir sterb ich, Jesu, dein bin ich, im Leben
O sei uns gnädig, sei uns barmherzig, führ uns, o Jesu, in deine Seligkeit. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Da sprach der Herr: Begreift ihr, was ich für euch getan habe, was ich für euch tue? Ihr nennt mich Meister und Lehrer, und ich bin es wirklich, der euch in die volle Wahrheit einführen wird. Zur Danksagung singen wir nun 880, 1 und 2. Achthundertachtzig, 1 und 2. Deinem Heiland, deinem Lehrer, deinen Hirten und Ernährer, sieh und stimm ein Loblied an, preis nach Kräften seine Zierde. Da kein Lobspruch, keine Zierde seiner Größe gleichen kann. Mit Cherubim, mit Seraphim preisen wir dich, Jesu. Dieses Brot sollst du erheben, welches lebt und gibt das Leben, das man heut den Christen weist. Dieses Brot mit dem im Saale Christus bei dem Abendmahle die 12 Jünger gespeist. Mit Cherubim, mit Seraphim preisen wir dich, Jesu. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns heute im Abendmahl deines geliebten Sohnes gestärkt. Sättige uns beim himmlischen Gastmahl mit dem ewigen Leben. Darum bitten wir dich durch Christus, unseren Herrn. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, wir werden nun das Allerheiligste Christus in der Gestalt des Brotes auf den Altar stellen, wo wir dann auch im Laufe des Abends gemeinsam miteinander Gotteslob beten, aber auch in der Stille Christus, den Herrn, das Brot des Lebens, anbeten. Wir singen nun, wenn wir Christus aus dem Tabernakel auf dem Altar tragen, 880, 879,
du Gottmensch bist mit Fleisch und Blut. 879. Du Gottmensch bist mit Fleisch und Blut, wahrhaftig hier zugegen. Und dein Empfang, o höchstes Gut, bringt meiner Seele Segen. Dir ew'ge Wahrheit glaube ich, in diesem Glauben stärke mich, bis ich dich ewig sehe. Dein Fleisch und Blut wird meinem Geist zum guten Stärke geben und führt mich, wie dein Wort verheißt, gewiss zum ew'gen Leben. Dir, güt'ge Allmacht, traue ich, in dieser Hoffnung stärke mich, bis ich dich einst besitze. Gelobt und gepriesen sei ohne Ende Jesus Christus im allerheiligsten Sakrament. Lasset uns beten. Herr Jesus Christus, du hast uns hierher eingeladen. Wir danken dir dafür. In der Gestalt des heiligen Brotes bist du unter uns gegenwärtig. Von dir leben wir. Durch deine Liebe wandle uns, damit wir immer mehr eines Sinnes werden. Deine Liebe gebe uns Zukunft. Öffne uns die Augen für das Wunder der Eucharistie, für das Wunder deiner Liebe und Güte. Öffne uns die Augen, dass wir den Hunger sehen, das Leiden der Menschen, die einander hassen, um des Brotes willen. Du gibst Brot und du gibst Liebe. Lass uns weitergehen, was wir empfangen, Brot und Liebe. Lass uns nicht müde werden, mitzuhelfen und mitzuarbeiten, dass die Bitte so vieler Menschen um das tägliche Brot erfüllt wird. Schenke uns die Kraft, damit wir zum Widerschein deiner Liebe werden. Dir sei Lob und Dank in alle Ewigkeit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, mit der ganzen Welt verbunden, wollen wir nun das Tantum Ergo singen in der lateinischen Sprache 496. 496. Tantum ergo sacramentum venerimut cernui, et anticum docum
Salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, compasit laudatio. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, nach dem Schlusslied am Ölberg in nächtlicher Stille 766, 1 bis 3, wollen wir Sie dann auch einladen, mit uns hier in der Kirche zu beten, in der Stille. Sie kennen vielleicht die kleine Geschichte auch von dem Pfarrer von Ast, ein Bauer, der oft in der Kirche war, stundenlang still dasaß, auf den Tabernakel, den Herrn der Welt im Sakrament schaute. Da fragte ihn der Pfarrer, was machen Sie eigentlich? Und dann sagte der Bauer, wissen Sie, Herr Pfarrer, ich schaue den Heiland an und er schaut mich an. Liebe Brüder und Schwestern, auch in der Stille des Anschauens hier, wenn Sie in Christus sehen, hier vor Ihnen, da schaut Sie Christus an, er schaut uns an. Wir gehen noch einen kleinen Weg jetzt mit ihm zum Ölberg, auf den wir begleiten wollen, und singen 766, 1 bis 3. Am Ölberg in nächtlicher Stille ergab sich dem Vater sein Wille, zu trinken den Becher der Qualen, unsere Schulden zu zahlen. Mit Blut, Schweiß umronnen, so hat begonnen. O Jesu mein, wie leidest du Pein? Gefangen mit Stricken geschnüret, zum heidnischen Richter geführet, entblößt an die Säule gebunden, gegeißelt, bedecket mit Wunden. So büßt und duldet, was Sünder verschuldet. O Jesu mein, wie leidest du Pein? Der König, der alles regieret, der Himmel und Erde gezieret. Hier wird er mit Dornen gekrönet, in purpurnen Mantel verhöhnet. Du Herr voller Wunden, verspottet, geschunden, O Jesu mein, wie leidest du Pein?
Gotteslob Nummer 673. 673. Gott, unser Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, in dir leben wir, in dir bewegen wir uns und sind wir. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Jesus Christus, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Als Mensch bist du unser Bruder geworden. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Heiliger Geist, eins mit dem Vater und dem Sohn, du erleuchtest die Herzen der Menschen und erfüllst sie mit deiner Liebe. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Gelobt und gepriesen sei ohne Ende Jesus Christus im allerheiligsten Sakrament. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, gegenwärtig mit deiner Menschwerdung, deinem Tod und deiner Auferstehung. Ehre sei dir. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, gegenwärtig mit deinem Wort, deiner Wahrheit und deiner Botschaft. Ehre sei dir. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, gegenwärtig mit deiner Liebe, deinem Frieden und deinem Geist. Ehre sei dir. Gepriesen seist du, Herr Jesus Christus, gegenwärtig mit deiner Treue, deiner Wiederkunft und deiner Ewigkeit. Ehre sei dir. Gelobt und gepriesen sei ohne Ende Jesus Christus im allerheiligsten Sakrament.
Wir wollen nun singen 885. 885 und dann beten wir und singen abwechselnd dann den Text und die nächste Strophe singen wir wieder. Kommt her, ihr Kreaturen all, kommt, was erschaffen ist. Kommt her und sehet allzumal, was hier zugegen ist. Dies ist das heilige Sakrament, das sollt ihr loben bis ans End. O, dass ich's loben könnt, allzeit bis an mein End. Stimmt an, ihr Seraphim, die ihr von Liebe brennt. Ihr Thronenfürsten Cherubim, singt, was ihr singen könnt. Herrschaften, Mächte, Kräfte all, Erzengel, Engel ohne Zahl, Lob singet ohne End dem höchsten Sakrament. Ihr Patriarchen allgemein und ihr Propheten all, auch ihr Jungfrauen Gott geweiht, mit der Apostelzahl, Bekenner all und Märtyrer, und du gesamtes Himmelsheer, Lob singet ohne End dem heiligen Sakrament. O Sonnen, Mond und all ihr Stern, die am Himmel brennt, lobt unsern und auch euren Herrn im höchsten Sakrament. All Berg und Tal, all Bäum und Frücht, all Laub und Gras, vergisst es nicht, lobpreiset ohne End das heilige Sakrament. Ihr Fisch im Meer, ihr Tier im Feld und was in Lüften schwebt, Lob singet ihm in aller Welt, durch den ihr alles lebt. Hier ist er in Gestalt von Brot und bleibt doch der gewaltige Gott, den lobet ohne End in diesem Sakrament. Und du, Maria, Jungfrau rein, schau deinen lieben Sohn, bei uns in den Gestalten klein, bei dir im Himmelsthron. Hilf, Mutter, uns lobpreisen ihn, hilf, dass wir alle empfangen ihn an unserem letzten End im heiligen Sakrament. Kommt her, ihr Heiligen aller Zeit, preist Jesus, unsern Herrn. Lob singt ihm voller Dankbarkeit, die ihr ihm dienet gern. Gestärkt hat euch das Himmelsbrot, es führt euch zum ewigen Gott. Drum lobet ohne End das heilige Sakrament. Gott, dir sei Lob
im höchsten Thron, der du uns Vater bist, und deinen eingeborenen Sohn, der unsere Speise ist, dem Tröster auch der Christenheit, sei gleiche Ehre in Ewigkeit. Gelobt sei ohne End das heilige Sakrament. Wir wollen nun beten zu Jesus Christus, der unsere wahre Speise ist. 676, Abschnitt 1 und folgende. 676. Jesus sagt, ich gebe euch mein Fleisch und Blut, Nahrung, Speise und Trank für uns. Wir hören und fragen, wir wundern uns und staunen. Geheimnis des Glaubens. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wirklich eine Speise und mein Blut ist wirklich ein Trank. Deine Macht, du Herr, verkünden wir und deine Gegenwart bekennen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Herr Jesus Christus, gegeben als Speise und Trank, wir beten dich an und preisen dich. Du Herr, Fleisch und Blut, wir beten dich an und preisen dich. Du Herr, Leib und Seele, wir beten dich an und preisen dich. Du Herr, Gott und Mensch, wir beten dich an und preisen dich. Du schenkst uns dein Leben, wir beten dich an und preisen dich. Du schenkst uns deinen Geist, wir beten dich an und preisen dich. Du schenkst uns deine Liebe, wir beten dich an und preisen dich. Du schenkst uns deine Kraft, wir beten dich an und preisen dich. Du bist gegenwärtig in deinem Mahl, wir beten dich an und preisen dich. Du bist wirklich und wirksam in Brot und Wein. Wir beten dich an und preisen dich. Du bist Stärkung auf unserem Lebensweg. Wir beten dich an und preisen dich. Du bist Wegzehrer auf unserer letzten Reise. Wir beten dich an und preisen dich. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich gegenwärtig im Allerheiligsten Sakrament. Du gibst dich uns mit Fleisch und Blut. Herr Jesus Christus, wahrhaft Speise,
wandle in uns in diesem Mahl. Lasst uns essen, dass wir glauben, dass wir hoffen, dass wir lieben, neu verwandelt in dein Bild. Herr Jesus Christus, wahrhaft Speise, wandle uns in deinem Tisch. Lass uns wachsen, dass wir reifen, dass wir blühen, Früchte tragen, neu geworden durch den Geist. Herr Jesus Christus, wahrhaft Speise, wandle uns mit deiner Macht. Lass uns eins sein, dass wir stark sind, dass wir glauben, dass wir handeln, neu geschaffen für dein Reich. Mahl des Herrn, ernähre mich, Leib Christi, erlöse mich, Blut Christi, tränke mich, Leben Christi, stärke mich. Geist Christi, durchdringe mich, Geheimnis Christi, öffne dich. In deine Nähe ziehe mich, vor allem Bösen schütze mich. Aus deiner Fülle speise ich, damit ich lebe ewig. Im Anschauen deines Bildes, im Anschauen deines Bildes, da werden wir verwandelt, da werden wir verwandelt, da werden wir verwandelt in dein Bild. Im Hören deines Wortes, im Hören deines Wortes, im Hören deines Wortes, im Hören deines Wortes, da werden wir verwandelt in dein Wort. Im Gehen deines Weges, im Gehen deines Weges, da werden wir verwandelt, da werden wir verwandelt, da werden wir verwandelt in dein Bild. Das Schönste, was Jesus uns schenken konnte, war ihm, dass er selber für uns Speise wurde. Und so möchte er auch immer wieder in unserem Herzen wohnen, dass wir ihm eine Wohnung bereitet haben. So wollen wir jetzt zum Herzen Jesu beten. 676, Abschnitt 3. 676, Abschnitt 3. Das Herz ist ein Bild für die Liebe, die Menschen einander schenken und die Liebe, die Gott schenkt. In seiner Barmherzigkeit ist er uns nahegekommen in seinem Sohn. Jesus Christus wurde in allem uns gleich, außer der Sünde. Hat die dunkle Macht der Sünde gebrochen durch seinen Tod am Kreuz. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite, zugleich floss Blut und Wasser heraus. Gott hat ein Herz für die Menschen, er liebt sein Volk wie Eltern ihre Kinder. Dieser liebende Gott hat sich uns in seinem Sohn offenbart. Dafür danken wir und beten, Herr Jesus, Abbild
und Wesen des Vaters. Bilde unser Herz nach deinem Herzen. Von Anfang an scheiden sich an Jesus die Geister. Seine Liebe erfährt nicht immer Antwort, doch der greise Simeon jubelt im Tempel über Jesus, den Messias. Er ist das Licht der Welt und das Heil aller Völker. Das bekennen auch wir und beten, Herr Jesus, Sohn des lebendigen Gottes, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Jesus wendet sich den Armen und Kranken zu. Er tröstet Schwache und Einsame, er schenkt Heilung und Zuversicht. Das erhoffen auch wir und beten, Herr Jesus Christus, Heiland der Kranken, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Eine Frau salbt Jesus mit Nadenöl. Der Herr spricht ihr die Vergebung der Sünden zu, weil sie so viel Liebe gezeigt hat. Er sitzt mit dem Sünder Zachäus zu Tisch und sagt ihm, dass seinem Haus Heil geschenkt ist. Jesus vergibt, wo Menschen Reue zeigen. Das erbitten auch wir und beten, Herr Jesus, Retter und Erlöser. Bilde unser Herz nach deinem Herzen. Aus Jesu geöffneter Seite strömen Blut und Wasser. Aus seinem durchbohrten Herzen entspringen die Sakramente der Kirche. Das Herz des Erlösers steht offen für alle, damit sie freudig schöpfen aus den Quellen des Heiles. Dafür danken wir und beten, Herr Jesus, Brot des Lebens. Bilde unser Herz nach deinem Herzen. Viele Menschen haben erfahren, dass Jesus ihnen nahe ist, dass er unendlich geduldig ist, verhärtete Herzen aufbricht und Frieden schenkt. Darüber staunen wir und beten, Herr Jesus, Freund deiner Freunde, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Wer sich dem Herzen Jesu anvertraut, empfängt Kraft, das eigene Kreuz zu tragen, schwierige Situationen zu meistern und Liebe auch dort zu schenken, wo keine Gegenliebe zu erwarten ist. Dankbar für jedes Zeugnis christlicher Hoffnung beten wir, Herr Jesus, gütig und selbstlos von Herzen, bilde unser Herz nach deinem Herzen. Herz Jesu, durchbohrt von der Lanze, erbarme dich unser. Herz Jesu, geduldig und voll Erbarmen, erbarme dich unser. Herz Jesu, du Sühne für unsere Sünden, erbarme dich unser. Herz Jesu, unser Friede und unsere Versöhnung, erbarme dich unser. Herz Jesu, du Retter aller, die auf dich hoffen, erbarme dich unser. Herz Jesu, du Hoffnung aller, die in dir sterben, erbarme dich unser. Herz Jesu, würdig allen Lobes, erbarme dich unser. Herz Jesu, dir vertrauen wir, erbarme dich unser. Gott der Langmut und Liebe, in der Hingabe deines Sohnes am Kreuz umarmst du die ganze Menschheit. Wir danken dir für deine Barmherzigkeit, die du uns schenkst, in der wir angenommen und geborgen sind, als deine Töchter und Söhne, als Schwestern und Brüder Jesu Christi, der mit dir, dem Heiligen Geist, lebt und wirkt in Ewigkeit. Amen.
Wir wollen nun singen das schöne Lied 358. Ich will dich lieben, meine Stärke. Ich will dich lieben, meine Zierde. Dreihundertachtundfünfzig. Ich will dich lieben, meine Stärke. Ich will dich lieben, meine Zier. Ich will dich lieben mit dem Werke und immer während der Begier. Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herz bricht. Die anderen Strophen wollen wir wieder wechseln, beten und singen. Ich will dich lieben, o mein Leben, als meinen allerbesten Freund. Ich will dich lieben und erheben, solange mich dein Glanz bescheint. Ich will dich lieben, Gottes Lamm, als meinen Bräutigam. Ach, dass ich dich so spät erkannte, du hochgelobte Schönheit, du, dass ich nicht eher mein dich nannte, du höchstes Gut und wahre Ruhe. Es ist mir leid, ich bin betrübt, dass ich dich so spät geliebt. Ich lief verirrt und war verblendet. Ich suchte dich und fand dich nicht. Ich hatte mich von dir gewendet und liebte das geschaffene Licht. Nun aber ist durch dich geschehen, dass ich durch dich hab ausersehen. Ich danke dir, du wahre Sonne, dass mir dein Glanz hat Licht gebracht. Ich danke dir, du Himmelswonne, dass du mich froh und frei gemacht. Ich danke dir, du güldner Mund, dass du mich machst gesund. Erhalte mich auf deinen Stegen und lass mich nicht mehr irre gehen. Lass meinen Fuß in deinen Wegen nicht straucheln oder stille stehen. Erleucht mir Leib und Seele ganz, du starker Himmelsglanz. Ich will dich lieben, meine Krone. Ich will dich lieben, meinen Gott. Ich will dich lieben ohne Lohne, auch in der allergrößten Not. Ich will dich lieben, schönstes Licht, bis mir das Herz bricht. Liebe Brüder und Schwestern, in der Stille wollen wir nun dem Heiland unseren eigenen Dank sagen. Wir wollen ihn auch bitten für Menschen, denen wir nahe verbunden sind, die ein gutes Wort von uns brauchen, dass wir ihnen Mut machen. Für die Menschen, die ein gutes Wort von uns warten,
dass wir sie in diesen Tagen, besonders zu Ostern, aufmuntern, sie trösten, dass auch sie wissen, der Menschensohn ist zum Vater heimgekehrt, hat uns Hoffnung gemacht. Wir dürfen leben eines Tages in Gottes Herrlichkeit. Wir brauchen keine Angst zu haben, wie wir gerade in der Predigt gehört haben, denn alle Tage, alle Augenblicke unseres Lebens ist der Herr bei uns. So wollen wir uns nun dem Herrn anvertrauen, ihm unser Herz schenken.
Liebe Brüder und Schwestern, vor vielen Jahren durfte ich im Petersdom in Rom Exerzitien machen mit 6000 Priestern aus der ganzen Welt. Damals war noch Johannes Paul II. Papst. Der nahm an den Exerzitien teil und der tiefste Augenblick für uns alle war sicherlich die Anbetung mit dem Papst im Petersdom. Wir hatten uns unter Gottes Wort gestellt. Mutter Teresa hat uns gerade eben auch, darf man sagen, etwas ermahnt, dass wir uns Christus mehr zuwenden dürfen, so wie wir es gerade getan haben, dass wir unser Herz geöffnet haben. Und ich glaube ganz bestimmt, dass wir alle auf sie in der Stille, wenn sie auf den Herrn geschaut haben, eine Antwort bekommen haben, jeder auf seine Art, jedes sein bestimmtes Wort, das ihm Kraft gibt. Wir haben dann mit 5000 der Petersdom erfüllt von uns das Lied gesungen, das ich jetzt noch einmal mit Ihnen singen wollte, im Anschauen deines Bildes, im Anschauen, im Empfang der Heiligen Kommunion, da werden wir verwandelt. Sie singen dann im Stillen oder auch im Lauten mit. Im Anschauen deines Bildes, im Anschauen deines Bildes, da werden wir verwandelt, da werden wir verwandelt, da werden wir verwandelt in dein Bild. Im Hören deines Wortes, 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 da werden wir verwandelt sein. Im Gehen deines Weges, im Gehen deines Weges, im Gehen deines Weges, im Gehen deines Weges, da werden wir verwandelt mit dir sein. Liebe Brüder und Schwestern, am Ostermontag hören wir das Wunderevangelium der beiden Jünger, die unterwegs waren. Aber als sie hören, da sagen sie, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete. Und sag doch vielleicht jetzt durch diese Übertragung zu Ihnen nach Hause, Christus sprechen wollen, dass auch wir heute Abend sagen, brannte nicht unser Herz, als der Herr mit uns heute Abend geredet hat, aber ein Leben lang geredet hat, wenn wir in der Stille auf sein Wort gehört haben. Wir wollen nun singen 886. Wir machen das wieder wie vorhin, dass die eine Strophe singe und die anderen beten wir dann. Kommt und lobet ohne End, lobt das höchste Sakrament, welches Jesus eingesetzt uns zum Testament. Hier ist Jesu Fleisch und Blut, unser allerhöchstes Gut. Keine Seele geht verloren unter dieser Hut. Sei gelobt, gebenedeit, Denkmal der Barmherzigkeit. Wand der Liebe,
Pfand des Lebens, Pfand der Seligkeit. Segne uns, liebreichster Gott, hier durch dieses Himmelsbrot und bewahre und errette uns aus aller Not. Höre unsere Bitten an, wie du allzeit hast getan, wenn mit Glauben und Vertrauen wir uns zu dir nahen. Mach das Herz von Sünden frei, gib, dass es durch Buß und Treu deiner Liebe, deiner Gnade allzeit würdig sei. Gib, o Herr, zu jeder Zeit deiner ganzen Christenheit in dem Glauben, in der Liebe, Fried und Einigkeit. Deine Kirche, deine Braut, die du auf den Fels gebaut, schütze vor der Hölle Pforten, weil sie dir vertraut. Herr, gedenk an unser Heil, uns zu helfen, nicht verweilen. Deine Gnade sei und bleibe ewig unser Teil. Schenk uns Weg, zehr uns am End, das hochheilige Sakrament, und nimm gnädig unsere Seelen auf in deine Händ. Liebe Brüder und Schwestern, wir wissen, nachdem er uns die Gabe sich selber geschenkt hat, die Eucharistie, ging er hinaus in die Dunkelheit. Und so wollen wir jetzt zum Abschluss beten, die Nummer 563. Nummer 563, die Litanei vom Leiden Christi. 563. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Gott Vater im Himmel, erbarme dich unser. Gott Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser. Gott Heiliger Geist, heiliger, dreifaltiger Gott, erbarme dich unser. Erhöre uns Christus, erhöre uns Christus. Jesus, Mann der Schmerzen, erhöre uns Christus. Jesus am Ölberg, bis zum Tode betrübt, erhöre uns Christus. Jesus von Judas verraten, erhöre uns Christus. Jesus beraubt seiner Freiheit, erhöre uns Christus. Hoher Priester des neuen Bundes, erhöre uns Christus. Ergeben in den Willen des Vaters, erhöre uns Christus. Von Petrus verleugnet, von den Jüngern verlassen, erhöre uns Christus. Mit Dornen gekrönt und verspottet, erhöre uns Christus. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt,
erbarme dich unser. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus. Jesus, von falschen Zeugen verklagt. Erhöre uns, Christus. Jesus, mit dem Kreuz beladen. Erhöre uns, Christus. Jesus, der Kleider beraubt. Erhöre uns, Christus. Jesus, vom Durst gequält. Erhöre uns, Christus. Jesus, gehorsam bis zum Tod. Erhöre uns, Christus. Jesus, ins Grab gelegt. Erhöre uns, Christus. Vom Hohen Rat verworfen. Erhöre uns, Christus. Wie ein Lamm zur Schlachtbank geführt. Erhöre uns, Christus. Ans Kreuz geschlagen. Erhöre uns, Christus. Mit Galle und Essig getränkt. Erhöre uns, Christus. Am Kreuz gestorben. Erhöre uns, Christus. Abgestiegen in das Reich des Todes. Erhöre uns, Christus. Verurteilt unter die Verbrecher. Erhöre uns, Christus. In Verlassenheit gestorben. Erhöre uns, Christus. Durchbohrt von der Lanze. Erhöre uns, Christus. Auferstanden in Herrlichkeit. Erhöre uns, Christus. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus. Führe uns durch dein Leiden zur Umkehr und Buße. Erhöre uns, Herr. Befreie uns von unseren Sünden. Erhöre uns, Herr. Mach uns bereit, dir zu folgen. Erhöre uns, Herr. Hilf uns, unser Kreuz zu tragen. Erhöre uns, Herr. Gib uns Geduld im Leiden. Erhöre uns, Herr. Schenke den Krankheiten Gesundheit. Erhöre uns, Herr. Führe uns durch das Kreuz zur ewigen Freude. Erhöre uns, Herr. Lass unsere Verstorbenen und auch all diejenigen, die dieser Nacht sterben werden, bei dir im Paradiese sein. Erhöre uns, Herr. Führe die Welt zur Vollendung. Erhöre uns, Herr. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Erhöre uns, Christus. Erhöre uns, Christus. Dass wir den Feinden vergeben. Hilf uns, o Herr. Dass wir dir folgen auf dem Weg der Gewaltlosigkeit. Hilf uns, o Herr. Dass wir dich in jedem Menschen erkennen. Hilf uns, o Herr. Dass wir die Verachteten annehmen. Hilf uns, Dass wir in den Geschlagenen dein Antlitz erkennen. Hilf uns, o Herr. Dass wir die erlösende Kraft deines Leidens erfahren. Hilf uns, o Herr. Dass wir nicht aufhören zu hoffen. Hilf uns, o Herr. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben. Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung. Liebe Brüder und Schwestern, unsere Gottesmutter hat den Leidensweg begleitet. Sie hat ausgehalten unter dem Kreuz. So wollen wir uns nun in dieser Nacht und die ganze Welt der Gottesmutter anvertrauen. Wir beten, gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Die Gottesmutter sagte,
was er euch sagt, das tut. So segne ich jetzt uns alle, aber auch der Segen gilt ja für alle. Auch wir dürfen uns selber segnen in dieser Nacht und Gottes Güte erwarten. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.